Hallo, lieber Anti-Aging-Enthusiast, ich begrüße dich herzlich. Was ist beim Kauf von Supplements oft der finale und entscheidende Faktor für dieses oder jenes Produkt? Klar, der Preis. Schließlich werden Nahrungsergänzungsmittel in Summe über Jahre hinweg kostspielig. Die allergrößten Preisnachlässe findet man in der Regel bei Produkten mit kurzer Restlaufzeit, bezogen auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. Oder bei Ware, deren Datum auf der Packung gerade überschritten wurde. Solche Produkte kosten häufig nur noch 70 bis 30% des ursprünglichen Preises. Aber gleichzeitig dreht sich bei solchen sensationellen Rabatten im Internet sofort das Gedankenkarussell und man fragt sich, ist noch genug Wirkstoff enthalten und ist das Präparat qualitativ noch einwandfrei? Eine ähnliche Unsicherheit entsteht zu Hause, wenn man im Schrank zufällig in der hintersten Ecke geschätzte Supplements findet, die schon ein Jahr über dem MHD liegen. Noch einnehmen oder besser entsorgen? Genau diese beiden Situationen führen zur gleichen Prüfung. Dafür schauen wir uns 3 Faktoren an: Das Mindesthaltbarkeitsdatum als Garantiegrenze, die Lagerung und die jeweilige Produktform. Kurz am Rande, die zitierten wissenschaftlichen Quellen blende ich während des Videos an verschiedenen Stellen entsprechend kurz ein. Los geht's! Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist keine Giftgrenze. Ein Supplement wird nicht über Nacht unbrauchbar, nur weil das Datum auf der Packung überschritten ist. Die treffendere Einordnung lautet: Bis zu diesem Datum garantiert der Hersteller bei korrekter Lagerung Nährstoffgehalt, Qualität und Stabilität. Die Verbraucherzentrale formuliert es für Nahrungsergänzungsmittel ähnlich. Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums muss ein Präparat nicht automatisch nutzlos oder verdorben sein. Die angegebene Nährstoffmenge ist dann allerdings nicht mehr sicher gewährleistet. Damit lautet eine Grundregel: Das MHD ist keine Verderbnisgrenze, sondern eine Garantiegrenze. Nach dieser Garantiegrenze beginnt die eigentliche Prüfung. Wirkstoffgehalt und Qualität sollten immer im Zusammenhang mit Lagerung, Produktform und Verpackung bewertet werden. Erst wenn dieses Gesamtbild überzeugt, wird ein MHD-Schnäppchen interessant. Stichwort Stabilität. Ein Wirkstoff altert nie im luftleeren Raum. Es macht einen Unterschied, ob er luftdicht verpackt, kühl und dunkel gelagert wird oder ob Wärme, Feuchtigkeit, Licht und Sauerstoff über Monate auf das Produkt einwirken. Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA betont bei Haltbarkeitsangaben vor allem diesen Aspekt. Die zugesagte Stabilität gilt nur dann, wenn ein Produkt so gelagert wird, wie es auf der Packung steht. Eine ungeöffnete Dose im kühlen, dunklen Vorratsschrank ist deshalb anders einzuschätzen als ein angebrochenes Präparat im Badezimmer mit feuchtwarmem Klima. Für die Praxis lassen sich MHD-Supplements in 3 Gruppen einteilen und jede Gruppe verlangt eine andere Begutachtung. Die erste Gruppe bilden eher robuste, trockene Produkte, Pulver, Tabletten und Hartkapseln. Dazu gehören zum Beispiel Kreatin, NMN, AKG, Taurin, viele Mineralstoffe und Vitamine. Bei dieser Gruppe geht es vor allem um Feuchtigkeit und äußere Veränderungen. Eine lebensmittelchemische Stabilitätsstudie zu 2 Vitamin-C-Formen passt hier als Prinzipbeleg. Untersucht wurde, wie Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit die Stabilität beeinflussen. Das Ergebnis passt zu dem, was man auch praktisch erwarten würde. Wärme und Feuchtigkeit können empfindliche Inhaltsstoffe schneller altern lassen. Für MHD-Supplements heißt das,
Eine trockene Hartkapsel aus einem kühlen Schrank ist anders zu bewerten als ein Pulver, das Feuchtigkeit gezogen hat und Wärme ausgesetzt war. Wenn ein entsprechendes Pulver verklumpt, muffig riecht, seine Farbe verändert oder sichtbar feucht wirkt, ist die Einnahmefrage erledigt. Die zweite Gruppe bilden trockene Pflanzenextrakte. Dazu zählen zum Beispiel Ashwagandha, OPC, Quercetin oder Grünteeextrakt. Diese Produkte sind ebenfalls in der Regel als Kapseln oder Tabletten erhältlich, aber die Zusammensetzung ist komplexer. Hier gilt es, genauer auf Standardisierung, Lagerung, Verpackung und optischen Zustand zu schauen. Bei Pflanzenextrakten stellt sich folgende Kernfrage: Bleiben sekundäre Pflanzenstoffe nach überschrittenem MHD noch ausreichend stabil? Eine Stabilitätsstudie zu einem getrockneten Pflanzenextrakt mit Polyphenolen spricht für eine beruhigende Einordnung. Im trockenen festen Zustand und bei kühler, lichtgeschützter Lagerung kann ein solcher Extrakt eine hohe Stabilität erreichen. Für die Praxis heißt das, ein trockener, original verschlossener Pflanzenextrakt wenige Monate über dem MHD kann bei guter Lagerung eine realistische Kaufoption sein. Wenn ich beispielsweise einen standardisierten Ashwagandha-Extrakt beim Shopping finde, von einer seriösen Marke, ungeöffnet mit kurzer Restlaufzeit und stark reduziertem Preis, dann ist dieser ein ernsthafter Kaufkandidat. Gerade wenn man Ashwagandha direkt verwenden möchte und die Packung zeitnah aufbraucht, ist so ein Deal sinnvoll. Die finale Zustandsprüfung kommt direkt nach der Lieferung. Ist die Dose unbeschädigt, das Siegel intakt und wirken Kapseln, Geruch und Farbe unauffällig? Im Zweifelsfall zurückschicken. Ganz wichtig, ein Produkt zum halben Preis ist selbstverständlich kein idealer Kauf, wenn es anschließend ein Jahr im Schrank steht. Die dritte Gruppe umfasst empfindlichere Produkte, Softgels und Probiotika-Kapseln. Hier können Feuchtigkeit, Sauerstoffkontakt, Öloxidation oder lebende Kulturen die Qualität deutlich stärker beeinflussen. Astaxanthin ist dafür ein gutes Beispiel, das häufig in ölhaltigen Softgels angeboten wird. Damit gehört das Carotinoid lagertechnisch in eine andere Kategorie als trockenes Kreatin oder Ashwagandha in der Hartkapsel. Bei Astaxanthin achte ich zuerst auf den Zustand der Softgels. Kleben sie zusammen? Sind sie aufgequollen? Ist Öl ausgetreten? Riecht etwas ranzig oder fremd? War die Dose möglicherweise längere Zeit Wärme oder Sonnenlicht ausgesetzt? Sobald Softgels auffällig aussehen oder riechen, ist der Zufallsfund im Küchenschrank oder der Rabatt im Laden bedeutungslos. Ein günstiger Preis rettet kein qualitativ fragwürdiges Ölprodukt. Bei ölhaltigen Supplements bedeutet Ranzigkeit chemische Oxidation. Fettsäuren reagieren mit Sauerstoff. Dabei entstehen Abbauprodukte, die Geruch, Geschmack und Qualität verschlechtern können. Eine Stabilitäts- und Sensorikstudie zu Omega-3-Produkten stützt genau diesen Gedanken. Produktform, Verpackung und Lagerung entscheiden mit, wie anfällig ein Ölprodukt für Oxidation ist. Sogar die Kapsel selbst spielt eine Rolle. Softgels sind praktisch, gut schluckbar und für fettlösliche Stoffe sinnvoll. Ein pharmazeutischer Review zu Softgel-Kapseln beschreibt diese Darreichungsform allerdings als lagertechnisch anspruchsvoll, weil Hülle, Füllung und Feuchtigkeit während der Haltbarkeit miteinander reagieren können. Für die Praxis heißt das,
Ein trockenes Pulver oder eine trockene Hartkapsel ist deutlich leichter einzuschätzen als ein ölhaltiges Softgel. Bei Astaxanthin oder Q10 zählt deshalb besonders, ob Verpackung, Geruch und Kapselzustand unauffällig sind. Probiotika sind ein Sonderfall, weil hier lebende Mikroorganismen im Mittelpunkt stehen. Die Keimzahl wird zwar auf der Packung angegeben, bei kurzer Restlaufzeit zählen aber primär trockene Lagerung und schneller Verbrauch. Wird ein Probiotikum feucht, können die Kulturen vorzeitig aktiv werden und schneller an Lebensfähigkeit verlieren. Bei Wärme verschärft sich dieses Problem zusätzlich. Bei Probiotika-Rabatten ist deshalb nur ein Produkt mit original verschlossener Packung, trockener Lagerung und zeitnahen Verbrauch eine ernsthafte Option. Aus diesen 3 Gruppen ergibt sich eine logische Kaufregel. Ein günstiges MHD-Angebot wird erst dann richtig interessant, wenn 5 Bedingungen zusammenkommen. Erstens seriöse Marke, zweitens einwandfreie Verpackung, drittens plausible Lagerung, viertens stabile Produktform, fünftens ausreichende Restlaufzeit bis hin zu akzeptabler MHD-Überschreitung. Ein treffendes Beispiel ist übrigens der letzte Kauf meines Lieblingssupplements. Ich habe mir 5 ungeöffnete Dosen Ashwagandha bzw. KSM 66 bestellt, also trockene Hartkapseln mit 5 Monaten Restlaufzeit. Bezahlt habe ich für ein deutsches, laborgeprüftes Markenprodukt 7,50 € pro Dose statt 20 €. Der Deal war wirklich großartig für diese lange Restlaufzeit. Ein schlechtes Beispiel wäre Astaxanthin Softgels, Datum überschritten, Kapseln kleben, leichter Ölgeruch, kleiner Discount. Dieser Fall ist natürlich eher typisch für einen Zufallsfund im Küchenschrank als für eine Neubestellung. Wann gehört ein Nahrungsergänzungsmittel eigentlich in den Müll statt in den Mund? Hier reicht eine einfache Schlussregel. Sobald Geruch, Geschmack, Farbe, Konsistenz, Verpackung oder Lagerung nicht mehr vertrauenswürdig wirken, endet jede Schnäppchenjagd, trotz großem Rabatts. Bei ärztlich festgestelltem Nährstoffmangel gilt ein strengerer Maßstab. Wer jetzt Vitamin D, Vitamin B12, Eisen oder Jod gezielt auffüllen muss, sollte keine Produkte mit unsicherem Wirkstoffgehalt verwenden. Bei Lifestyle- und Longevity-Supplements kann man pragmatischer prüfen. Bei Nährstoffmangel zählt verlässliche Dosierung. Zum Schluss noch die praktische Suchlogik. Wer solche Angebote finden möchte, kombiniert auf Internetsuchmaschinen den jeweiligen Substanznamen mit Begriffen wie MHD, kurzes MHD, Mindesthaltbarkeit, Restposten, Outlet, Ablaufdatum überschritten oder kurz vor Ablauf. Also gibt man in der Google-Suchleiste zum Beispiel die Schlagworte Curcumin, kurzes MHD ein und überprüft die angezeigten Links sorgfältig. In Online-Shops findet man solche Produkte häufig unter Outlet, Restposten, Sale oder kurze Mindesthaltbarkeit. Kommen wir zum Fazit, meine Lieben. Zunächst blende ich eine Merktafel für MHD-Supplements ein. MHD-Supplements können echte Schnäppchen sein, aber nur mit System. Das MHD ist keine Giftgrenze, sondern eine Garantiegrenze. Danach zählt die Einzelfallprüfung. Produktform, Lagerung, Zustand und zeitnaher Verbrauch. Trockene Produkte sind die besseren Kandidaten. Bei Softgels und Probiotika ist es ratsam, die Prüfung strenger ausfallen zu lassen. MHD-Angebote eignen sich eher nicht als klassisches Vorratsmodell.
Sie lohnen sich gelegentlich für Produkte, die man nach Begutachtung bald verbraucht. Wenn dir diese Art von Verbraucherschutz gefällt, dann unterstütze meinen Kanal gerne mit Like und Abo und werde Teil der Community. Ich freue mich auf deine Kommentare und Inspirationen. In diesem Sinne, let's get younger, not older. Mille grazie fürs entgegengebrachte Vertrauen und Zuschauen. Bis zum nächsten Video, meine Lieben.